In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Break-Even-Stop für einen Sell-Trade setzen kann. Das ist hier diese kleine rote Linie. Die wird gesetzt, sobald sich der Preis in unsere Richtung bewegt. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Sell Break-Even Stop, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten mit einem Include-Befehl. Damit importieren wir die Inhalte der Datei trade.mqh. Die ist Bestandteil von MQL5 und stellt uns einfache Handelsfunktionen bereit, die wir gleich nutzen werden, um eine Testposition zu eröffnen. Wir erstellen uns hier zunächst einmal von der Klasse cTrade eine Instanz mit dem Namen Trade. Innerhalb der OnTick-Funktion berechnen wir zunächst den Bitpreis. Den brauchen wir, da wir eine Sell-Position eröffnen möchten. Der Bitpreis wird ermittelt mit Symbolinfo Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen hier als Parameter Symbol_Bit, alles in Großbuchstaben. Und mit Normalized Double und Underscore Digits sorge ich dafür, dass die richtige Anzahl von Nachkommastellen hinter dem Komma berechnet wird. Denn das kann je nach Währungspaar unterschiedlich sein. Danach prüfen wir den Rückgabewert von Positions Total und wenn der 0 ist, dann haben wir keine offenen Positionen. Wir brauchen aber eine, damit wir einen Break-Even-Stop setzen können. Natürlich würde man das nicht auf einem Echtgeldkonto tun. Aber für unseren Strategietest nutzen wir jetzt Trade.Sell, um eine Testposition über 10 Microlot zu eröffnen. Und danach rufen wir eine Funktion mit dem Namen CheckSellBreakEvenStop auf und übergeben der den Bitpreis. Diese Funktion existiert allerdings noch gar nicht, darum müssen wir die jetzt programmieren. Unsere selbst programmierte Funktion CheckSellBreakEvenStop hat keinen Rückgabewert, darum nutzen wir hier Void. In den runden Klammern übernehmen wir hier den Bitpreis, den wir hier oben übergeben haben. Und jetzt nutzen wir eine For-Schleife, um von Positions Total, also der Gesamtanzahl der Positionen, so lange alle Positionen durchzugehen, bis keine mehr übrig sind. Zunächst ermitteln wir die Ticketnummer, die bekommen wir mit PositionGetInteger. Als Parameter übergeben wir hier in Großbuchstaben Position_Ticket. Außerdem interessiert uns der Einstiegspreis. Ich habe den hier einmal Position-Buy-Preis genannt. Den bekommen wir mit PositionGetDouble und übergeben als Parameter Position_Preis_Open, ebenfalls alles in Großbuchstaben. Den aktuellen Positions-Stop-Loss bekommen wir mit PositionGetDouble. Hier übergeben wir Position_SL. Nahezu identisch tun wir das für den Take-Profit-Wert. Auch hier wird PositionGetDouble genutzt. Anders ist nur der Parameter, denn der heißt in diesem Fall Position_TP. Um die Richtung zu ermitteln, brauchen wir noch den Typ der Position. Den kriegen wir mit PositionGetInteger, Position_Type. Und da wir ja auch nur für das aktuelle Währungspaar eine Änderung vornehmen möchten, nutzen wir PositionGetSymbol für die aktuelle Positionsnummer, um das Währungspaar für die aktuelle Position zu ermitteln. Jetzt können wir unsere Bedingungen definieren. Zunächst möchten wir gerne wissen, ob das Währungspaar auf dem Chart und das Positionssymbol übereinstimmen. Außerdem möchte ich gerne wissen, ob der Positionstyp den Wert Position_Type_Sell hat, denn nur wenn das so ist, handelt es sich um eine Sell-Position. Dann möchten wir noch wissen, ob der Positions-Stop-Loss derzeit noch oberhalb des Positionseinstiegspreises ist. Und ich möchte meinen Break-Even-Stop erst setzen, wenn der Bitpreis mindestens 30 Punkte
unterhalb des Einstiegspreises ist. Und nur wenn alle diese Bedingungen hier erfüllt sind, dann nutzen wir Trade.PositionModify für das aktuelle Positionsticket, setzen den Break-Even-Stop 4 Punkte unterhalb des Einstiegspreises und lassen den Wert für den Take-Profit unverändert. Bitte vergessen Sie nicht hier die 2 schließenden Klammern für den For-Loop und für die Funktion. Das war's dann soweit. Wenn Ihnen das hier alles zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was diese Codezeilen hier bewirken wollen, dann möchten Sie vielleicht die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch schauen. Oder eventuell ist für Sie auch der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant. Für den Moment klicken wir mal hier auf Kompilieren. Das hat bei mir ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier oben klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte rufen Sie hier das neu erstellte Programm Simpler Cell Break-Even Stop.ex5 auf, markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. So sieht das Ganze dann im laufenden Betrieb aus und hier wurde gerade unser Break-Even-Stop gesetzt. Unser Expert Advisor funktioniert also und Sie haben gelernt, wie Sie mit MQL5 für einen Sell Trade einen automatischen Break-Even-Stop setzen können, sobald sich der Kurs in Ihre Richtung bewegt. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.